Was mich dazu bewegt hat, diesen Weg zu gehen, Ende 2018 bin ich ja aus meiner bisherigen Business-Karriere nach 25 Jahren ausgestiegen. Zwei Gründe gab es dazu. Zum einen die Sinnfrage, also möchte ich hier noch die nächsten Jahrzehnte auch dort bleiben und mit dieser Beschäftigung. Und der zweite Grund war mein gesundheitlicher Zustand. Ich habe jahrzehntelang mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung gearbeitet. Rein diese Fakten, also dass heute jedes dritte Kind in Deutschland misshandelt wird und auch die Zahlen, dass 40% aller Mitarbeiter psychisch krank zur Arbeit gehen, zeigen, welche Nachfrage hier unter uns entsteht und auch, dass eine ganz große Hilfestellung gesucht wird. Ich habe das auch jahrzehntelang gelebt, wie das ist, eben zur Arbeit zu gehen, ohne richtige Tools zu haben, darauf zurückgreifen zu können, in heiklen Business-Situationen auch. Und ja, weil ja das Thema eben ein Tabu ist, wird ja darüber auch nicht gesprochen und man schämt sich dafür, beziehungsweise wird man zum Teil abgestempelt, wobei wir auch bedenken sollten, gerade zum Beispiel Depression, die Krankheit ist, wo die meisten Erkrankungen überhaupt in Deutschland gibt, sind eigentlich nur Folgeerkrankungen von PTBS zum Beispiel. Das bedeutet, wir wissen ja nicht, wer gerade der Nachbar der Kollegin ist und was ja in ihrem Leben erlebt hat und mit was allem Tag zu Tag zurechtkommen muss. Mein Motto ist es, Upcycle Your Life. Was bedeutet denn das? Das heißt, dass ich die Stärken von jedem Individuum, egal mit wie tiefen Wunden bei mir eben erscheint, mit Hilfe von wissenschaftlichen Methoden an die Oberfläche fördern kann und wir sortieren das neu. Das heißt, dass wirklich bisher ungeahnte sozusagen wirkliche Stärken, das heißt, die bleiben ja ein Leben lang, die sind ja die sogenannten Signaturstärken, optimal eingesetzt werden. Das heißt, diese Menschen auch mit Krankheit einen Beruf oder eine Berufung finden, was denen auch gut tut, wo sie sich wohlfühlen, wo sie auch ihre Grenzen selber definieren können. Um diese Schwierigkeiten besser handeln zu können, habe ich ein neurowissenschaftlich fundiertes Modell entwickelt, was aber auch traditionelle Techniken mit inkludiert, wobei man 3 Stufen sozusagen durchläuft. Erste Stufe ist die Selbsterkenntnisphase, zweite eben geht ja um Sinnfindung und die dritte Phase, naja, wie schaffe ich jetzt mit all dem, was ich ja erfahren habe, nicht nur über mich, sondern über meine Stärken, dann nachhaltig eine Erfüllung zu finden. Dazu habe ich einen Kurs entwickelt, wo Sie auch 1:1, zum Teil 1:1 Coaching erfahren bei mir, beziehungsweise dann auch online und für sich zu Hause sehr viel selber auch tun. Sie erreichen mich dazu auf meiner Website, beziehungsweise unter meinem Namen Gabriela Rist. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.